Pauls Tagesablauf ist sehr strukturiert und vollgepackt mit Aktivitäten. Er ist ein vielbeschäftigter Mann und hat einen vollen Terminkalender. Hier ist ein typischer Tag im Leben von Paul. Morgens, um 6 Uhr morgens steht Paul auf. Er ist ein Frühaufsteher und mag es, den Tag früh zu beginnen. Nach dem Aufstehen geht er ins Badezimmer, duscht und zieht sich für den Tag an. Um 6:30 Uhr frühstückt Paul. Er isst gerne gesund und bereitet sich oft ein Müsli mit frischem Obst und Joghurt zu. Dabei liest er die Nachrichten online, um über aktuelle Geschehnisse informiert zu sein. Um 7 Uhr verlässt Paul sein Zuhause und fährt mit dem Fahrrad zur Arbeit. Er arbeitet in einer großen Firma als Projektmanager und ist verantwortlich für die Koordination verschiedener Teams. Vormittags. Während seiner Arbeitszeit hat Paul viele Meetings und Aufgaben zu erledigen. Er spricht oft mit internationalen Kunden und muss daher fließend Englisch sprechen können, was für sein C1-Niveau entscheidend ist. Um 12:30 Uhr macht Paul eine Mittagspause. Er geht meistens ins nahegelegene Café, um dort zu essen und sich zu erholen. Er nutzt diese Zeit auch, um E-Mails zu beantworten und Anrufe zu tätigen. Nachmittags. Nach der Mittagspause setzt Paul seine Arbeit fort. Er arbeitet oft an strategischen Plänen und analysiert Daten. Seine Arbeit erfordert ein hohes Maß an Konzentration und analytischem Denken. Um 16 Uhr verlässt Paul das Büro und fährt wieder mit dem Fahrrad nach Hause. Unterwegs hört er gerne Podcasts oder Hörbücher, um sein Wissen zu erweitern. Abends. Zu Hause angekommen, kocht Paul meistens selbst. Er liebt es, neue Rezepte auszuprobieren und gesunde Mahlzeiten zuzubereiten. Nach dem Abendessen entspannt er sich oft vor dem Fernseher oder liest ein Buch. Um 20 Uhr treibt Paul regelmäßig Sport. Er geht ins Fitnessstudio oder joggt im nahegelegenen Park. Fitness und Gesundheit sind ihm wichtig. Nach dem Sport widmet er sich oft seinen Hobbys. Er spielt Gitarre und schreibt eigene Musikstücke. Manchmal trifft er sich auch mit Freunden zum gemeinsamen Musizieren. Um 22 Uhr geht Paul ins Bett. Er sorgt dafür, dass er genügend Schlaf bekommt, um am nächsten Tag wieder fit und energiegeladen zu sein. Pauls Tag ist also sehr strukturiert und anspruchsvoll, erfordert aber auch eine gute Balance zwischen Arbeit, Gesundheit und Freizeitaktivitäten. Ich bin Lehrerin an einer kleinen Grundschule in einer ländlichen Gemeinde. Jeder Tag in meinem Leben als Pädagogin ist anders, aber sie sind alle erfüllt von Herausforderungen und Freude. Ein typischer Schultag beginnt für mich um 6 Uhr morgens. Der Wecker klingelt, und ich stehe auf, um mich auf den Tag vorzubereiten. Ich genieße die ruhigen Momente am Morgen, in denen ich meinen Unterricht plane und die letzten Vorbereitungen treffe. Ich bin Lehrerin an einer kleinen Grundschule in einer ländlichen Gemeinde. Jeder Tag in meinem Leben als Pädagogin ist anders, aber sie sind alle erfüllt von Herausforderungen und Freude.
Ein typischer Schultag beginnt für mich um 6 Uhr morgens. Der Wecker klingelt, und ich stehe auf, um mich auf den Tag vorzubereiten. Ich genieße die ruhigen Momente am Morgen, in denen ich meinen Unterricht plane und die letzten Vorbereitungen treffe. Es ist wunderbar zu sehen, wie meine Schülerinnen und Schüler lernen und sich entwickeln. In den Pausen und der Mittagspause nutze ich die Zeit, um mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen auszutauschen. Wir teilen Ideen, diskutieren über Unterrichtsmethoden und unterstützen uns gegenseitig. Die Gemeinschaft unter den Lehrkräften ist ein wichtiger Teil meines Berufslebens. Nachmittags stehen oft Elterngespräche oder Besprechungen an. Ich arbeite eng mit den Eltern zusammen, um sicherzustellen, dass die Bedürfnisse meiner Schülerinnen und Schüler bestmöglich erfüllt werden. Manchmal gibt es auch Fortbildungen oder Workshops, um meine pädagogischen Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Nach einem arbeitsreichen Tag kehre ich nach Hause zurück. Nachmittags stehen oft Elterngespräche oder Besprechungen an. Ich arbeite eng mit den Eltern zusammen, um sicherzustellen, dass die Bedürfnisse meiner Schülerinnen und Schüler bestmöglich erfüllt werden. Manchmal gibt es auch Fortbildungen oder Workshops, um meine pädagogischen Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Nach einem arbeitsreichen Tag kehre ich nach Hause zurück. Mein Beruf als Lehrerin ist anspruchsvoll, aber er erfüllt mich zutiefst. Ich liebe es, die Köpfe und Herzen junger Menschen zu formen und zu inspirieren. Jeder Tag bringt neue Herausforderungen und Momente des Stolzes, und ich bin dankbar für die Möglichkeit, in der Bildung tätig zu sein. Sei Teil dieses Teams. Abonniert meinen Kanal und lasst ein Like da. ABC Deutschland sagt Danke.